Endlich ohne Test und Maske ins Lokal. Echte Aufbruchstimmung bei den Gästen. Es ist schön, dass es einfach so locker wieder geht. Wir kommen aus Holland und haben am Wochenende frei und sind schön hier zusammen. Das ist perfekt hier. Echte Aufbruchstimmung auch bei den Gastronomen. Und doch das Comeback bekommt einen Dämpfer. Es gibt Fish and Chips, da brauchen wir natürlich Fett. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir relativ früh auch typisch deutsch so ein bisschen gehamstert haben. Die neuen Herausforderungen in Cafés und Gastrobetrieben durch gestiegene Lebensmittelpreise und fehlendes Personal. Die Frankfurter Altstadt ist wieder zum Leben erwacht. Touristen und Einheimische bevölkern die Tische. Wir treffen Julian Ploch, Geschäftsführer von 3 Cafés und einer Kaffeerösterei. Im Lockdown setzte er seine Idee um, die er schon vor der Pandemie hatte. Kaffeeverkauf durchs Fenster. Plus hausgemachten Kuchen. Es funktioniert. Wir haben auch einen kleinen Kredit aufgenommen während Corona, um eben auch zu investieren und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, wir gehen jetzt eben neue Projekte auch an und so unser Personal auch beschäftigt zu halten. Das heißt, wir haben zwar Leute auch kurz in Kurzarbeit geschickt, so 2-3 Monate hatten wir mit Kurzarbeit zu tun, aber das hat nur einen kleinen Teil vom Team betroffen. So kamen er und sein Personal einigermaßen durch die Krise. Gekündigt hat keiner, nicht gang und gäbe. Viele der 665.000 Mitarbeiter im Gastgewerbe, die während des Lockdowns in die Kurzarbeit gingen, orientierten sich beruflich um. Erzählt uns Andrea Nadles vom Verband der Servicefachkräfte. Es sind viele Kollegen in die Post- und Paketzustellung abgewandert, in den Einzelhandel. Viele haben sich in den Pflegeberufen wiedergefunden und haben dort auch eine neue Heimat gefunden, sind in Festanstellung. Und wir dürfen davon ausgehen, dass über 2/3 der Mitarbeiter nicht mehr in die Gastronomie zurückkommen. Auch Max Schönleber und Ulrich Allendorf haben Personal verloren. Hier auf ihrem Weingut in Österreich-Winkel wird am Wochenende die Straußenwirtschaft eröffnet. Selbstbedienung. Selbstaushilfen, Mangelware. Auch die suchten sich neue Jobs. Ansonsten ist Flexibilität gefordert in den 2 weiteren Gastrobetrieben, die die Familie hat. Unter anderem ein Beach-Restaurant am Rhein. Wir helfen uns in dem Fall, dass wir einfach tatsächlich in den verschiedenen Betrieben die Mitarbeiter quasi tatsächlich hin und her schieben. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir aus dem Weingut wie auch aus den verschiedenen Gastronomiebetrieben, da wo halt gerade der Mangel ist, das Personal quasi so ein bisschen hin und her verteilen. Die Abwanderung jetzt verstärkt den bereits vorhandenen Personalmangel. Auch weil das Gastrogewerbe schon lange ein Imageproblem hat. Wir Servicekräfte werden in der Regel nicht wertgeschätzt als fachversierte Mitarbeiter. Das heißt, wir sind letztendlich nur die, die Teller von A nach B tragen. Daher auch die Begrifflichkeit Tellertaxi. Früher war es noch uncharmanter, da nannte man uns die Kiestreter. Und diese Dinge führen natürlich dazu, dass eine Branche keine Wertschätzung erfährt. Die Suche nach ausgebildeten Kräften wird in den nächsten Jahren bleiben. Doch Max Schönleber will sich die Stimmung nicht kaputt machen lassen. Er liefert Urlaubsfeeling am Rhein. Wenn es weniger stürmisch ist, finden hier schon mal 300 Gäste Platz. Doch die Folgen des Krieges erschweren selbst den Erfolgreichen den Neustart. Es gibt 2 Faktoren. Zum einen ist es die Verfügbarkeit, das heißt, dass wir Ängste haben, dass wir überhaupt was kriegen, beziehungsweise dass wir das, was wir brauchen, nicht kriegen. Und natürlich das andere Thema sind die Preise, die einfach zum Teil unkalkulierbar einfach in die Höhe schneiden. Spezialität Fisch und Chips. Dafür braucht es allein 200 Kilo Frischfisch in der Woche. Ist dann überhaupt genug da, kostet der Fisch über die Hälfte mehr. Beim Öl hat Julia Pudenz schon vor 4 Wochen einen Vorrat angelegt. Jetzt wird die Ware im Einkauf limitiert. Kostensteigerung hier plus 50%. Und wenn sie den Spundekäse zubereitet, dann fließt quasi Gold in den Topf. Beispiel Frischkäse. Letzte Woche wurde die Packung um 3 Euro teurer. Und diese Woche zahlen sie erneut 3 Euro mehr. Was bleibt dem Gastronom übrig? Es wird auch teurer.
Also man hat schon den Eindruck, dass es schon ganz gut aufgeschlagen wurde, muss ich sagen. Aber es ist noch, denke ich, vertretbar. Ne? Ja. Also bei den Getränken, denke ich, gut. Beim Essen merkt man schon sehr, sehr gut. Ja. Aber es ist okay. Man muss auch sagen, für die Gastronomie ist das ja auch schwer. Ne? Also insofern ist man durchaus auch bereit, das zu bezahlen. Ohne Preiserhöhung geht es nicht. Das macht auch Julian Ploch deutlich mit seinen 3 Cafés und der Rösterei. Seine gestiegenen Kosten muss er irgendwie auffangen. Also in den Cafés haben wir vor ein paar Monaten schon um 5% ungefähr die Preise angehoben, wissen aber auch, dass das nicht das Ende sein wird. Ja. Und bei den Röstcafés wird es auch nicht bei 5% bleiben, sondern da werden es dann eher so 20-30%. Der Einkaufspreis hat sich auf dem Weltmarkt um 76% innerhalb eines Jahres erhöht. Ursachen: widrige Wetterbedingungen in den Anbauländern, Euroschwäche, gestörte Lieferketten, steigende Energiekosten. Und es ist nicht der Bohnenpreis allein. Die Röstmaschine läuft 3-mal die Woche 5 Stunden mit Gas. Jetzt muss es mit anderen Strategien gehen. Da gibt es also Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, man hat weniger Kaffees im Sortiment und kann dafür immer die Trommel ordentlich ausschöpfen. Momentan haben wir auch teilweise kleinere Chargen als die maximale Chargengröße. Also so kann man einfach optimieren. Auf Kaffee, auch bei To Go, gilt eine Umsatzsteuer von 19%. Nicht nur Julian Ploch wünscht eine Steuersenkung bei Speisen und Getränken. Das würde allen das Gastroleben etwas erleichtern.